das ist bei uns kein Lappen. Und dazu sagen wir nicht plaudern. Das nennen wir nicht Federmäppchen. Und das ist kein Bürgersteig in Österreich. Aber wie sagen wir dann in Österreich? Das lernt ihr jetzt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Nati und Verena und auf unserem Kanal dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch vom ersten Kontakt mit dem Dialekt hin zu dem Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Also, los geht's! Das ist ein Lappen und ihn verwenden wir, um etwas zu putzen, um etwas sauber zu machen. Lappen kann je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Hier meint es aber ein kleines, meist feuchtes Stück Stoff, das wir zum Reinigen verwenden. Deshalb sagen wir auch Putzlappen. Ja, aber ich sag das nie. Genau, denn in Österreich ist Lappen oder Putzlappen nicht üblich. Wir sagen typischerweise dazu Fetzen oder Putzfetzen. Was uns aber auch überrascht hat, dass in Deutschland Lappen auch nicht überall typisch ist, wie ihr an dieser Grafik sehen könnt. Lappen ist in Nord- und Ostdeutschland üblich. Lumpen kommt in diesen Regionen vor. Und wie ihr seht, obwohl Fetzen in fast ganz Österreich typisch ist, gibt es auch Regionen, zum Beispiel bei uns in Salzburg, wo man eher Hader oder Huder sagt. Das kennen wir persönlich aber gar nicht. Und wie sagt ihr zu Fetzen? Hier auf jeden Fall noch ein paar Beispiele. Hast du schon einen Fetzen? Ich hab was ausgeschüttet. Was nimmst denn du für einen Putzfetzen her? Mir taugt meiner nicht ganz so. Kehrt der Fetzen in die Wäsche oder ist der noch frisch? Und weiter geht's. Wort Nummer 2. Plaudern. Ein anderes Verb, das wir persönlich nie verwenden, ist plaudern. Achtung gleich vorab, es gibt natürlich Österreicherinnen und Österreicher, die plaudern verwenden, nur in diesem Fall verwenden es wir persönlich nicht. Plaudern meint ganz einfach sich unterhalten und das meistens auf eine ungezwungene und gemütliche Art und Weise. Um das auszudrücken, verwenden wir persönlich ein anderes Verb, und zwar ratschen. Ratschen dürfte sich von dem Verb tratschen abgeleitet haben. Aber wir können das Verb ratschen auch negativ verwenden. Zum Beispiel, wenn wir sagen möchten, dass eine Person zu lange redet, zu viel redet, sich in Dinge einmischt, die diese Person nichts angehen und dass diese Person vielleicht dann auch mit anderen Personen darüber spricht. Hier hat ratschen also einen negativen Beigeschmack. Hier gibt es sogar eine Personenbezeichnung, und zwar die Ratschen. Eine Person, die geschwätzig ist und gerne und viel spricht, nennt man Ratschen. Wenn eine Person als Ratschen bezeichnet wird, ist das eher negativ gemeint. Man möchte damit ausdrücken, dass diese Person mit ihrem Gerede eher nervig ist. Achtung, im Standarddeutsch gibt es auch das Verb ratschen, das hat aber eine ganz andere Bedeutung. Und hier noch ein paar Beispiele. Was danken Sie so lang? Ja, die ratschen schon seit einer Stunde. Hier ist ratschen eher negativ gemeint. Zwei Personen unterhalten sich schon lange und eine andere Person wartet ungeduldig darauf, dass diese Personen zu sprechen aufhören. Hey, hast wieder mal Zeit, dass wir ratschen? Jemand möchte sich gerne mit einer anderen Person treffen und sich ungezwungen unterhalten. Die Johanna ist so die Ratschen, sie hört einfach nicht auf zum Reden. Hier ist ratschen auch negativ behaftet. Man findet, dass die Person zu viel spricht. Ich habe jetzt keine Zeit zum Ratschen, ich habe halt viel zum Tor. Hier wird Ratschen als unwichtiger Zeitvertreib angesehen. Übrigens, nicht alle ÖsterreicherInnen verwenden das Verb ratschen. Wie ihr an der Liste sehen könnt, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um plaudern auszudrücken. Einige davon kennen auch wir persönlich gar nicht. Es kommt also wirklich immer darauf an, wo in Österreich man sich befindet. Naja, aber wir verwenden plaudern ja schon auch. Stimmt eigentlich, denn eine Form von Plaudern, die wir sehr wohl verwenden, ist Dampfplauderer. Das ist ein Nomen und bezeichnet eine Person, die sehr viel spricht, aber nur heiße Luft von sich gibt. Also sie redet sehr viel Unsinn. Kennt ihr auch einen Dampfplauderer? Ja, ratsch nicht so viel. Schauen wir weiter. Wort Nummer 3. Federmappe oder Federmäppchen. In Deutschland werdet ihr dafür meistens Federmappe oder Federmäppchen hören. Das verwenden wir in Österreich kaum und wir selbst kannten es lange Zeit auch gar nicht. Wir sagen dazu immer Federpenal. Das Federpenal ist laut Duden typisch österreichisch und bezeichnet einen Behälter aus Leder, Stoff oder Kunststoff zur Aufbewahrung von Schreibutensilien. Besonders für SchülerInnen wird dieser Begriff verwendet, aber nicht nur. Aber hier könnt ihr wieder sehen, dass es für diesen Begriff sowohl in Deutschland als auch in Österreich wieder ganz viele verschiedene Begriffe gibt. Trotzdem sagt der Großteil in Österreich dazu Federpenal.
Und hier noch ein paar Beispielsätze. Kannst du mir mal dein Federpenal geben? Wo hast denn du dein Federpenal gekauft? Das ist voll schön. Vergiss dein Federpenal für den Test morgen nicht. Was hast denn du jetzt in deinem Federpenal? Das ist ja so voll. Wort Nummer 4. Gehweg, Bürgersteig. Das kennt ihr sicher unter dem Namen Gehweg oder Bürgersteig, oder? In Österreich würden wir keinen der beiden Begriffe verwenden, sondern Gehsteig sagen. Laut Duden ist das besonders süddeutsch und österreichisch. Auch an der Karte könnt ihr erkennen, dass wir in Österreich ausschließlich Gehsteig verwenden. Gehsteig dürfte mit dem Verb steigen zusammenhängen. Als Steig wurden im Althochdeutschen besonders schmale Wege bezeichnet. Und schmale Wege werden eben eher von FußgängerInnen benutzt und nicht von Autos. Hier noch ein paar Beispiele. Im Mechertsfuß vom Hotel zu Dirge gibt es einen Gehsteig. Darf man am Gehsteig Radl fahren? Heute immer rechts am Gehsteig, damit wir vorbeigehen können. Wenn ihr in Deutschland wohnt, welchen Begriff für Gehsteig verwendet ihr in eurer Region? Schreibt uns das gerne unten in den Kommentaren. Gut, also könnt ihr euch erinnern, wie sagen wir zu Lappen? Und wie zu plaudern? Und wie heißt nun mal das in Österreich? Und wie wir zum Bürgersteig sagen, wisst hoffentlich nur. Wir hoffen, dass ihr auch heute wieder etwas lernen und mitnehmen konntet. Wir sehen uns nächsten Samstag zu einem neuen Video wieder. Und wie immer, bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.